Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flash Universe Video. Heute ist oder war Update Day. Ich mache uns noch die Videos, gehe duschen und dann gehe ich live. Genau. Und wir haben News. Heute in dem Video gucken wir uns jetzt erstmal nur die Cash-Shop-Items an, die neu sind. Und die Events. Das ist schon ziemlich umfangreich. Und dann noch ein Video wird die Patch Notes sein, weil sonst ist es 50 Minuten lang und dann schaut sich keiner an. Genau. Erstes neues Item, Scroll of Ultimate Bonus 2. Ich habe noch nicht geschaut. Hier wird mich vor allem interessieren, wie teuer es ist. Und ja, keine Ahnung, was mit dem Cash-Shop los ist. Warum ist der so groß gewesen? Oh Gott. Dieses Game. Bruh. Der Cash-Shop ist größer als mein fucking Window. Okay. Das ist super buggy. Ich dachte, ich kann das hier so reinsliden. Also, Ultimate Bonus 2 kostet auch 1000 F-Coin. Ja, war nicht sicher, würde ich persönlich behaupten. Gibt auch aktuell noch so ein besonderes Bundle, aber gut. Soll ich zu viel Werbung für den Cash-Shop machen. Dann haben wir Lower Scroll of Jewel Conversion. Hier weiß man nicht mal genau, was das Item macht, beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich es mir auf dem Testserver nicht angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob es das da schon gab. Beschreibung. Jewels of Tier 1 to 5 will be randomly changed with Jewels of the same Tier. Okay, also quasi eine Jewel Reroll Scroll sozusagen. Für 100 F-Coin, wow, das ist ziemlich teuer, weil es ja random ist. Also ich hätte jetzt gesagt 10 F-Coin, weil es gibt ja auch, gibt es nicht genau 10 Jewels? Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt 10 Jewels insgesamt, verschiedene. Ich meine, wenn du Pech hast, kriegst du 10-mal das Falsche und zahlst dafür 1000 F-Coin. Das hört sich falsch an. Genau, dann haben wir hier schon die nächste. Scroll of Jewel Conversion. Die ist ebenfalls neu. Jewels of Tier 6 to 10 will be randomly changed with Jewels of the same Tier für 200 F-Coin. Also ähnlich schon wie bei Jewel Tweezers, also ähnlich schon die anderen Items, die wir da released bekommen haben beim letzten Update sozusagen, muss ich hier sagen, okay, die Items an sich, ja, kann man machen, aber viel zu teuer. 200 F-Coin each, 100 F-Coin each, um etwas random zu changen. Also es wird einfach keiner machen. Also die meisten Leute, also ja, bei Jewel Tier 10 vielleicht, aber ich meine, wo bekommt man einfach so einen Jewel Tier 10 her, den man eigentlich nicht haben möchte? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwann Events oder was weiß ich. Kann sein. Aber es wird nicht so oft vorkommen, dass du random rerollen willst, ne? Aber gut. Dann haben wir die Scroll of Increased Jewel Synthesis Change. Gib mal einfach mal Jewel ein, dann müsste sie kommen, oder? Hold up. Ah, okay, die kann man nur in dieser Box kaufen aus irgendeinem Grund. Kostet ebenfalls 100 F-Coin. When synthesizing jewels, it gives you a 2-time chance of synthesizing a topaz. Okay, das heißt, hier kann man quasi seine Chancen beeinflussen. Interesting. Auch hier doppelte Chance für 100 F-Coin. Wenn man wirklich massenhaft craftet oder was auch immer. Ich meine, Jewels waren bisher ziemlich irrelevant mit dem alten System. Mit dem neuen System muss man mal gucken. Ich meine, primär werden die Leute immer noch mehr Interesse an Runen haben. Runen Nummer 1 und Jewels eher so Platz 2 dahinter. Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Aber es wird jetzt leichter sein, höhere Tiers herzustellen. Also Tier 5 bis 10 werden immer noch schweineteuer sein. Aber davor waren sie unmenschlich teuer. Und jetzt kann man sie wahrscheinlich tatsächlich zumindest probieren herzustellen. Und das war dem vorher nicht so. Genau. Deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Black Friday Weekend Packages. Die sind erst ab morgen live. Deswegen gibt es jetzt auch eine Black Friday Kategorie im Cash Shop. Die ist allerdings leer. Ja. Genau. Black Friday, 0 Gegenstände in der Kategorie. Weil das eben erst um 0 Uhr startet. Also 0 Uhr Server-Time, November 28 bis zum 30. Und da gibt es zum Beispiel 100er Bundles von Protects mit 30% Rabatt. Oder eben auch Ultimate Scrolls. Ja, klingt tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Wobei die X-Project haben tatsächlich nur 20% Rabatt aus irgendeinem Grund, aber ja. Außerdem gibt es eine Lucky Box mit Kostümen.
meiner persönlichen Meinung nach nicht wirklich die beste Auswahl. Ich kann es euch nochmal vorlesen. Die Kostüme sind Sprinky Pow, Japanese Uniform, Star, Banana Hero, Modern Alien, Steampunk Wizard, Carnival Traveler, Music Beat, Oni und Xmas 2024. Und ja, das sind meiner Meinung nach jetzt nicht die besten Sets. Ja, Steampunk Wizard ist ganz cool zum Beispiel. Aber keine Ahnung, ist irgendwie so, also aus meiner persönlichen Sicht so mitunter die unbeliebtesten Sets gefühlt, alle in ein Bundle gepackt. Also weiß jetzt nicht, ob das wirklich so gut ankommen wird. Aber mal schauen. Aber ist natürlich meine persönliche Meinung. Dungeon Coin Discount Event ist dieses Wochenende. Startet auch erst am Freitag, also ab 0 Uhr. Servertime jeweils haben wir Dungeon Coin Discount. Ergibt Sinn, neuer Dungeon Release, die Leute wollen farmen, es ist Wochenende. XP-Event wäre, glaube ich, noch ein bisschen besser gesehen oder noch beliebter gewesen, beziehungsweise ein Drop-Event hätten die Leute wahrscheinlich auch gefeiert. Aber wir kriegen erstmal nur Dungeon Coin Discount. So, und dann sind wir auch endlich bei den Events angekommen. Wir haben anscheinend insgesamt 6 individuelle Events und dann gibt es noch Server-Events. Ich glaube, die Server-Events sind nicht so spannend wie die individuellen. Ja, gucken wir es uns einfach mal an. Die gehen tatsächlich bis zum 8. Januar. Das ist ziemlich lange. Das sind es 6 Wochen? Müssten 6 Wochen sein. Das ist eigentlich so der maximale Zeitraum von einem Event. Länger als 6 Wochen gibt es eigentlich nie. Meistens zwischen 2 und 4 Wochen. Aber manchmal eben auch mehr als 4. Als allererstes haben wir ein Login-Event. Ab Level 20, wenn du dich für mindestens 40 Minuten täglich einloggst, bekommst du eine Belohnung. Und wenn man sich mal einen Tag nicht einloggt, ist nicht so schlimm, man macht dann einfach weiter. Insgesamt muss man sich nur 7 Mal einloggen innerhalb von 6 Wochen. Das sollte jeder schaffen. Das schafft man sogar, wenn man nur einmal die Woche spielt. Da muss man einmal, zweimal die Woche spielen. Dann schafft man es auch, wenn man nur einmal die Woche spielt. Amplification gibt es, ein 7-Tage-Board, cool für Anfänger. 7 Tage CS-Pad, ebenfalls cool für Anfänger. 5 Upgut Stones. Ein Turkey Buff Box, auch nicht schlecht. Das ist sowas ähnliches wie eine Ampli und ein Power-Up kombiniert miteinander. Ja, actually pretty good. 2 Amplis, also es sind auch immer mehrere Items, nicht nur eins jeweils. Dann haben wir den Update Pass. Ab Level 20. Und, achso, den gibt es ja auch in der Free-to-Play-Variante wahrscheinlich, ne? Genau. Monster maximal 10 Level unter einem. Das mit den Monstern haben sie gleich zweimal hingeschrieben. Seht ihr das? Das haben sie gleich zweimal hingeschrieben, das mit den Monstern. Okay. Also was muss man machen? 1500 Monster töten, 3 Giants oder Violets, 1,5 Millionen Penya verbrauchen, 5-mal Safe upgraden, 3-mal Clear Dungeons. Und dann gibt es noch wiederholbare Sachen. Also Dailies. Stay online 20 Minuten, 200 Monster, okay. Also verschiedene Arten Punkte zusammen. Dann die Regular Rewards, heißt quasi Free-to-Play. Upcut Stone, das erste lese ich gar nicht vor, weil es irrelevant ist. Flask Select Weapon Bonus. Smiling Scroll, geil. Und Power Dice Select Box in Unlimited Form, wenn man halt die Dailies immer und immer wieder abschließt. Das heißt, die anderen bekommen wahrscheinlich Power Dice Select Box 2, genau, also 1 ist 468 und die 2er ist 1012. Das heißt, man kann sich hier in der Extended-Variante für 800 F-Coins paar Power Dice 10 und 12 Unlimited farmen quasi. Und ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Also, dass es auch in der Free-to-Play-Variante Smiling-Boxen gibt, würde ich sagen, ist ziemlich gut. Genau, man kann keine Belohnungen bekommen, wenn das Event abläuft. Also man soll es bitte während dem Event machen. Und dann können wir noch gucken, gibt es da noch extra Belohnungen? Ach ja, genau, den Hellhound, ne? Stimmt, das war auch auf der Website gestanden. Ein 200% Sammelgeschwindigkeitspad, allerdings nur für 30 Tage. Nur für 30 Tage, okay. Cool. Dann Into the Eiloon. Character Level 160 or above. Okay. Complete a main quest and earn rewards during the event. Each participant may enter only once during the event period. Ja gut, man kann die Main Quest ja auch schlecht zweimal abschließen, oder? Wie soll man eine Quest zweimal abschließen? Das geht ja gar nicht. Ja,
Brauche jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Man kriegt einfach verschiedene CS-Items, überwiegend Amplis, würde ich sagen, und Cotton Candy Boxen. Nur die mittlere Reward scheint sich immer mal wieder zu ändern. Pickup Boost, Party Skill, Combined Party Skill. Ne, müssen eigentlich immer die gleichen, sie wiederholen sich immer. Sie wechseln sich nur ab quasi. Okay, das sind die Quest-Namen. Die sagen jetzt uns natürlich nichts. Die Quest gab es auch tatsächlich nicht auf dem Testserver, meines Wissens nach. Genau. Okay, interessant. Dann haben wir die Workers of the Kowloon, auch Level 160 plus. Complete daily quests in Kowloon and earn rewards during the event. Each participant may enter only once. Ja, gut. In dem Fall kann man schon öfter machen, weil es Daily Quests sind. Aber eben limitiert auf 60 insgesamt. Und dafür bekommt man die 1.5 Update Lucky Box bis zu 30 pro Ding. Das heißt 30, 50, 70, 90 Stück. Genau. Und was kann da drin sein? Was heißt Drop Rate? Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, oder? Das hier sind 40%, 48, 55, 65, 70, 76, 80, 84, 86. Ah ja, das ist, okay, das sind die Ratios, da fehlen die Prozentzeichen. Ja. Okay, die seltensten Items sind Death Upcut, Upcut Ampli. Das ist seltsam, dass das die seltensten Items sind. Heißt, wenn man hier runter guckt, 7th Refresher, Free Make-up Coupon. Yo. Also interessant würde ich sagen, wird es ab Potion Box. Für ein paar Leute vielleicht auch Goldpillen. Für mich sind Goldpillen wertlos. Potion Box, ich würde sagen, ab hier wird es interessant. Wobei Potion Box schon mit Abstand das Beste ist, weil danach kommen Low Upcut Stones und so, die für viele Leute auch mehr oder weniger wertlos sind. Ja, gut. Also im Endeffekt eine Random Power. Ich würde fast behaupten, das ist eine Daily Box. Macht ja auch Sinn. Oh, Entschuldigung. Ergibt Sinn für die, die das triggert. Weil es heißt ja, Daily Quest sollst du abschließen. Und die Daily Spielzeitbelohnungen sind basically alle Items, die hier drin sind. Nicht ganz, ein paar sind nicht drin und ein paar fehlen. Aber das sind basically die ganzen Items, die man durch tägliche Spielzeit, also Taste U Spielzeitbelohnungen bekommt. Und das sind basically diese Belohnungen in eine Box gefasst. Das finde ich ganz interessant tatsächlich. Ja, ist nicht schlecht, nimmt man mit. Ich sag mal so, man kriegt sehr passiv nebenbei. Also könnte man einfach sagen, naja, wenn das Event nicht läuft, kriegst du einfach gar nichts extra. Von dem her nimmt man es mit. Aber es ist definitiv nicht das Beste von den Events hier, würde ich jetzt mal behaupten. Dann auch ein richtig cooles Event, Take the Anku's Asylum, auch ab Level 160 plus. Challenge yourself to a new dungeon and defeat Anku to earn rewards during the event. Each participant may enter only once during the event period. Ja, hier kann man 2 permanente CS-Pads bekommen, wenn man es schafft, den Blazing und Demonic Anku zu besiegen. Also, das ist eins der neuen Dungeon-Systeme, die wir uns noch anschauen werden. Im Detail, wenn wir auch noch mehr Infos dazu haben. Auf dem Testserver war die Informationslage ja trotzdem beschränkt. Also, du musstest alles selber rausfinden. Flyfipedia und so hatte dazu natürlich noch keine Infos. Also, die API Basic, die hat da noch nichts ausgespuckt. Deswegen werden wir jetzt immer schlauer werden, was das angeht. Auf jeden Fall gibt es ihn in 3 verschiedenen Formen. Die normale Form, Blazing und Demonic quasi. Und, beziehungsweise die normale Form, ist nicht sogar die Blazing-Form? Egal, auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Formen und du musst ihn in der verschiedenen Form besiegen und der wird dann auch stärker. Also er hat auch andere Fähigkeiten und so weiter. Das ist ganz interessant eigentlich. Wie gesagt, da werden wir noch viel drüber reden und lernen wahrscheinlich. Und ja, permanentes CS-Pads kann man sich hier spielen. Also für alle, die noch nicht 160 sind, bis Januar habt ihr Zeit, macht schnell 160 und holt euch ein permanentes CS-Pad. Nicht nur ist es ein permanentes CS-Pad, es ist ein permanentes Anku oder Demonic Anku CS-Pad. Also auch etwas ganz Besonderes. Und wieder mal ein Grund, warum CS-Pads so wenig wert sind. Jetzt hat man wieder die Chance, sich permanent eins gratis zu holen. Ja, und dann müsste das letzte Event sein, Event 6, Ultimate Jewel Synthesis, auch ab Level 160 plus. Synthesize Jewels and earn rewards during the event. Und wieder, jeder kann nur einmal. Oh, ne, es gibt noch ein Event. Moment mal, waren hier oben nicht 6? Auf dem Banner waren nur 6 Events, so. Wobei Level Reach ist kein wirkliches Event. Ja, das ist Level Reach und Level Reach ist meiner Meinung nach kein Event, weil das ja permanent verfügbar ist. Aber gut.
Also es ist schon ein Event, aber halt ein permanentes, deswegen, I don't know. Ja. Synthesized Jewels bis zu 200 Stück soll man machen. Und man bekommt diese Scroll of Increased Jewels Synthesized Chance Select. Mehrfach. Bis zu 8 Mal für die letzte Ding und dann halt alles andere auch noch. Und man bekommt eine Jewel 3 Select Box. Also von Jewels Stufe 3, schätze ich mal. Ja, ist jetzt nicht so heftig, weil 200 Mal ist schon ziemlich viel. Muss man halt gucken, ob sich das für einen selber lohnt. Kommt halt auch drauf an, hat man schon Jewels und so weiter. Es gab ja schon die 5th Jewels als Level Reach Belohnung. Plus wenn man Runen hat oder so. Ja, muss man gucken. Es ist zwar ein besseres System auf jeden Fall. Ich habe es mir jetzt noch nicht so im Detail angeguckt. Aber es kostet meines Wissens nach immer noch relativ viel Geld auf jeden Fall. Deswegen mal schauen. Also vor allem, wenn man höhere Stufen erreichen möchte. Dann Level Reach Event. Ja, das kann man sich eigentlich in-game besser angucken, finde ich. Dann sieht man immer mehr, was eigentlich Sache ist. Genau, Level Reach ist ein permanentes Event. Und, jo. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch mal. Taste V. Oh, ne, Taste U. Level erreichen. Genau, geht hier los auf 169. Haben wir uns auch schon angeguckt. Hat sich, glaube ich, auch nicht mehr verändert seit dem Testserver. Ich glaube nicht. Also was hier auffällt, ist, man kriegt relativ wenige Protects. Genau, man kriegt nur 10 Smading-Boxen, die aber garantiert. Dann bekommt man, falls man unter die ersten 100, 190er es schafft, eine Murano Weapon Set Box, ein Murano Guardian Lion, einige Amplifications, 2 Oris hier, das ist ein bisschen random, eine Ultimate Bonus 2, Ultimate Bonus, Ultimate Power kriegt man schon auf 172 und die einzige andere finde ich cool, dass es nur noch 3 begrenzte Rewards gibt und die sind alle 3 mehr oder weniger nicht so krass. Kriegt man auf 175, 184 und 190. Das eine ist ein Waffenskin, kann man sagen, ja, gut, aber es ist nur ein Skin. Das zweite ist ein Fluggerät, okay. Ja, Fluggerät ist natürlich krass, also im Sinne von, naja, technisch gesehen 1000 F-Kann werden. In dem Fall ist es natürlich auch ein besonderes Fluggerät. Aber, und ein 30 Tage CS-Pad. Es sind keine Belohnungen, wie zum Beispiel die 5th Jewels, fand ich damals auch ein bisschen crazy, dass es die begrenzt gab. Was war noch begrenzt? Ja, viele Orichalcum und sowas, also schon sehr viele Items, die auch wirklich einen Einfluss auf den Markt haben letztendlich, also weil es halt sehr wertvolle Items sind, die umgerechnet Hunderte bis Milliarden von Penya wert sind, Hunderte Millionen bis Milliarden von Penya. Finde ich cool, dass das jetzt alles unlimited ist, dass es jeder bekommt, jeder in seinem Tempo und die begrenzten Belohnungen sind Sachen, naja, die halt irgendwie keinen wirklichen Wert haben, außer das Fluggerät, würde ich jetzt behaupten. Skins sind technisch gesehen wertlos und ein 30 Tage CS-Bit ist literally wertlos. Entsprechend, ja. Außerdem gibt es hier noch die Scroll of Weapon Bonus für die Third Jobs. This scroll gives a random skill bonus from Third Jobs to your weapon. If the weapon already has a bonus, it will be overwritten. Das ist auch ein cooles Scroll, aber wird die auch verkauft? Weil sie ist ja nicht im... Oh, tatsächlich. Die wurde nicht in den neuen Discord-Dingern Shop News angekündigt. Scroll of Weapon Bonus für Third Jobs. Dann schauen wir doch mal. Scroll of Weapon Bonus. Ah ja. First, Second und Third Jobs. Kostet immer 50 F-Coin mehr. Endlich. Der einzige Nachteil daran ist, wir haben alle normale Weapon-Bonus-Scrolls bisher bekommen. Und soweit ich das gesehen habe, kriegen wir auch immer noch von Events teilweise die alten. Und das heißt, die neuen werden wahrscheinlich Cash-Up-Only oder zumindest größtenteils Cash-Up-Only sein. Und entsprechend, ja, heißt das natürlich, dass man die jetzt tatsächlich im Cash-Up kaufen muss, was bisher immer so war. Keiner kauft Weapon-Bonus im Cash-Up, weil man sie sich einfach von jemand anderem sehengebunden kauft oder man hat einfach selber sehengebunden welche. Das verkompliziert das Ganze natürlich ein bisschen, muss man sagen. Das verkompliziert die ganze Sache ein wenig. Aber gut, das waren die Events. Ja, ehrlich gesagt ziemlich gut, würde ich behaupten, weil es auch so viele sind. Also einzelne Events davon, wenn die jetzt einzeln gestartet wären, für eine Woche oder irgendwie sowas, ne,
dann würde ich sagen, puh, also das als Update-Event weiß ich jetzt nicht. Aber alle 6 bzw. 7, wie gesagt, Level Reach zählt für mich eigentlich nicht, weil es eh immer aktiv ist, zusammen ist wirklich nicht schlecht. Kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren, aber gut, es ist das größte Update seit 2 Jahren. Also, sag ich mal, wäre jetzt auch ein bisschen traurig, wenn da nicht etwas Ähnliches gestartet wäre. Und das sind nur die individuellen Events. Dann haben wir noch die Server-Events, aber wie gesagt, ich habe schon... Okay, es geht auch nur bis zum 11. Dezember, genau. Ich habe schon die Befürchtung, dass das nicht so gut sein wird. Okay, die Winning Guild will receive a custom guild logo change as a reward. The Mightiest Guild. During the event period, the guild of the first party to defeat Demonic Anku, excluding Story Mode, will win. Okay, das ist quasi schon vorbei. Hat man schon verloren wahrscheinlich. If the first clearing party consists of members from multiple guilds, not a single guild, they will be disqualified. If not eligible winner is determined during the event period, the event will be extended. If no eligible. Oh, okay. Also wenn keiner es schafft während der Eventzeit, dann wird es verlängert. Das finde ich auch komisch. Also ob sie dann... Okay. Das ist aber nicht, wie man FOMO kreiert. Und the fastest guild. During the event story period... Alter, ich kann nicht mehr lesen. Ich bin einfach in der Zeile runtergesprungen. During the event story period. Alles klar. During the event period, the guild of the party with the fastest clear time for Demonic Anku will win. Bei verschiedenen Gildenmembern wird man wieder disqualifiziert. Und wenn es keiner schaffen sollte, wird das Event verlängert. Ja gut, fastest kann man immer schaffen, theoretisch. Man kann es immer noch mal schneller schaffen als der aktuelle Rekord. Aber das mit dem First ist natürlich schon gelaufen. Und das war's. Okay, wow. Ja gut, also... Ja, dachte ich mir persönlich schon, dass das nicht so gute Events sind. Ja, bin ich gut froh, dass die auch nicht so lange laufen. Ja, keine Ahnung. Was will man dazu sagen? Aber dafür haben wir die anderen Events, deswegen kann uns das egal sein. Und ja, das waren die Update zum Update-News zum Cash-Shop. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen besorgt, dass ich hier Sachen jetzt übersehen habe auf die Schnelle. Kann natürlich jetzt sein, dass es noch neue Items gibt, die jetzt hier nicht aufgeführt wurden. Verstehe ich auch nicht so ganz. Wie gesagt, ich habe extra den Discord durchgeguckt. Da waren die Weapon-Bonus-Scrolls zum Beispiel nicht mit aufgelistet. Also kann sein, dass es vielleicht auch noch 1, 2 neue Items gibt. Kann man eigentlich nach neu sortieren? No. Ja gut. Also hier sind die ganzen neuen Items. Scroll of Pickup Range. Gut, das ist Trash. Blessing of Party Leader ist kein neues Item. Pet Reroll. Okay. Das neue Symbol ist eigentlich überall dabei. Nevermind. Okay, alles hat hier neue Dingenskirchen. Yeah. Patron's Mute ist doch nicht neu. Wieso hat das einen neuen Tag? Sehr verwirrend. Patron's Mute ist ganz sicher kein neues Item, aber hat einen neuen Tag. Keine Ahnung, was das soll. Naja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Wir sehen uns. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.